Da sind wir auch schon wieder. Ja, neue Folge, neues Glück. Wir haben immer noch, ich glaube, hier so ein paar Leute zu erschießen. Hier hatten wir aber meiner Meinung nach alles erledigt. Und da wollen wir mal gucken, ob wir jetzt dieses, ich nenne es jetzt, was ist denn jetzt eigentlich? So, dann würde ich sagen, machen wir Bullet Time und gucken, was wir erreichen können. Gut, dass der erstmal völlig in die falsche Richtung schießt. Da ist noch einer. Ah, den hätten wir auch erledigt. Hervorragend. Neue Folge, neues Glück, sage ich nur. Ich muss jetzt mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Ich weiß gar nicht, 19:22 ist es. Ruhe! Thank you. Bitte, habe ich gern gemacht. C auf. Also nicht, die müssen das ist irgendwie nicht die Waffe für die. The bank robber's score lay on the table. Was liegt denn hier? Der sagt irgendwas. Ich höre nicht zu. Das liegt daran, dass ich den Sound mal kurz umspiele. So. Weg. Resume. Und jetzt gucken wir uns das an. The bank robbers have been after Acer Corporation bonds. The Acer success story had recently been on every channel and on the cover of every magazine. Aha. So, hier haben wir alles. So, nicht das jetzt hier, kommt ja schon dazu. Bimmel doch nach dem Telefon, hallo? We come to you now live from the crime scene. Who is this? Right back at you. This is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. You are to cease your criminal activities and surrender immediately. Sure thing, Jim. Me and the boys have been talking and everyone's real sorry. They'll never do it again. Who the hell is this? Being placed at the scene of a bank robbery wouldn't have tipped the odds in my favor. Da hat er wahrscheinlich recht. So, jetzt gucken wir uns mal noch. Boah, The bank robbers had left their tools on the table. Judging by the detonators, the crooks had bought enough explosives to send Lady Liberty into orbit. Hier ist noch der Detonator. Und jetzt gehen wir wieder hier rein, würde ich vorschlagen. Und entsprechend dorthin, wo es dann gleich detonaten wird. Vorher machen wir noch kurz den hier. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie es geht. Ich war ja immer schwer davon ausgegangen, dass es F8 war. Oder irgendwie sowas. Oder F10 oder was weiß ich. Aber, naja. Oh, das war knapp. Ich habe mich fürchterlich erschrocken. Man hat es vielleicht daran gemerkt, dass ich kein Wort mehr gesagt habe. Ja. Aha. Dann machen wir hier mal scharf, wa? Und haut ab. Sehr schick. Ist gar nicht aus Matrix geklaut. Gar nicht. Zack. Ich muss jetzt noch einen dahinter kleben, dann wäre es optimal. Hold it! Max! Jesus, you almost gave me a heart attack! I nearly shot you! Alex, I'm glad to see you. What the hell's going on? There are more corpses here than at the city morgue! It's an armed robbery. Oh. This is Lupino's gig? This is Lupino's doing? Lupino's? Die Musik ist zu laut. Es tut mir leid, aber die Musik ist zu laut. Audio. Weg. Men? Really? Jetzt höre ich auch mal You was. sure know how to pick a place. Can you get through? No, it's locked. We gotta get out of here. If it's Lupino, it's... Alex? Alex! No. There was nothing I could do. He was dead. I could tell by the empty, accusing stare of his eyes.
Was wollen die denn von uns hier? Ihr habt gerade meinen Kumpel erschossen und jetzt... Oh, muss ich euch auch noch ausweichen, ihr Schweine. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Jetzt guck ich nach. Jetzt aber hier. Controls. Maus, nein. Combat. Movement, Bullet Time, Shoot, Dodge. So probiere ich es jetzt halt. Was kann es denn sein? F11? Nein. F12? Nein, auch nicht. Ich muss gucken, dass ich nicht aus Versehen die Aufnahme beende. F10 etwa noch? Ja, wenn ich F10 drücke, passiert irgendwas. Wenn ich F10 drücke, passiert, dass das Video anhält. F9 again to quick load. Press Escape to cancel. F8 ist aufnehmen. Ich weiß es einfach nicht, deswegen müssen wir wieder so speichern. Save, save. Immer dahin gehen, wo die Bösen herkommen, das kennt man ja. Weg. Nicht es, ihr gettet mich gar nicht. Der wäre auch weg und hoffentlich der letzte, zumindest ist er erstmal äußerst erfolgreich weggeflogen. Wie man ja vielleicht erkennt, sind das noch keine Ragdoll Physikalitäten, sag ich mal. So, jetzt machen wir uns erstmal wieder gesund. Drücken den Knopf, dass wir hier raus können, hoffentlich. Da jetzt dann nehme ich da lang. Gibt's hier noch was? Nö, hier ist zu. Ich glaube, dann hätte man nämlich das Kapitel auch schon wieder geschafft. Mal noch nachladen, nicht, dass es noch Stress gibt mit der Polizei. Das klingt auch gar nicht so. So, dann verduften wir hoffentlich. Alex had kept me relatively sane for the past 3 years. Now I didn't know how I felt. Somehow he had stumbled upon something big and ended up stepping on Jack Lupino's toes. Chapter 3, Playing It, Bogart. Lupino ran his racket of sex, drugs, and contract killings from a sleazy hotel in a slum block of tenements. The NYPD was closing in. I could hear the sirens. Their wail was a crescendo. Lupino thought he could get us by taking Alex out and leaving me to take the fall for it. All he had gotten was my attention. I went for the hotel first. It was a sad old thing with flickering lamps and faded colors, cheap mobster punks and tired-eyed prostitutes. I walked straight in, playing at Bogart, like I'd done 100 times before. The place was run by a couple of murdering mobsters with shark smiles. The Finito brothers. Ladies and gentlemen, it's the pain in the butt. Pain to the max. You're killing me. Did you make that up yourselves, or you get some wino downstairs to come up with it? Don't answer that. A rhetorical question. I got something for the boss. Lupino around? That kind of depends on who's asking. A friend or a junk squad plan. Don't answer. It's one of them, how do you put it, rhetorical questions. Lupino ain't here, but he says bye. Lupino wasn't in his cheap hotel. Instead, I ran into the Finito brothers. My cover had been blown. The door slammed shut behind me. And then I was dodging bullets like raindrops. So, jetzt bin ich der das hier irgendwie ausbaden muss. Ja, super. So, zack. Du bist jetzt weg. Und du auch. Aber sie fallen immer noch halbwegs. A letter on the desk caught my eye. Es ist mir egal, was im Desk ist. Ich muss hier ran. Und das sind nämlich die ich immer am meisten brauche. Bosses! Joey! Vigilio! You right in there? They're not answering. Call the others. Tell them to come quick. Okay, but we can't wait for them. We gotta go in now. Bosses! We're coming in! It's Payne! Nein! Oh, ich bin zu dumm heute. Ach, geh weg.
Oh. Das hat ja gar keine Energie gekostet. Oh Mann. Naja, damit müssen wir jetzt leben. Ja, wir wollten gucken, was auf dem Tisch liegt. No. I'd met Lupino only once. The gangster ran all his rackets through his right-hand man, Vinny Gagniti. Gagniti was a high-strung whiner on the verge of breaking apart, like an overamped Energizer bunny. He had the brains to run the business, but he lacked the balls, always falling short, taking his frustration out on underage addicts and call girls. The V deal goes down at your hotel. Jack's exact words, quote, "Vinny, you're in charge of this one," unquote. Rico Muerte's coming to see it through. Anything goes wrong and everybody's gonna get dead. Goes double for you. Treat this guy real good. Anything he wants, you give him. Don't screw this up or you're finito, finitos. A V deal meant added security, locked doors, and lots of nervous thugs with itchy trigger fingers. I'd seen nothing coming in, but that didn't mean it hadn't been there. Rico Muerte was a regular Kaiser Soze, a spook story told to keep the apes in line. 313. The Finitos had scribbled Muerte's room number on the note's margin. Ja, da wollen wir uns mal doch, schätze ich mal, zur Nummer 313 begeben. Haben wir eine neue Waffe mal bekommen? Nee, aber Granaten haben wir inzwischen. Und das ist ja relativ eng hier, da können wir eigentlich die nehmen. Hier geht's nicht lang. Da auch nicht. Getting out was not going to be easy. The staircase was locked and the elevator had been busted for a decade or more. Ja, jetzt muss ich hier in diesem... Wo geht's denn hier hin? Yeah, something's wrong with the bosses. Payne's there and they're not... Hey, Haut bloß ab! Ja, ein guter Spieler hätte jetzt hier drauf geschossen. Schätze ich. Testen wir das mal aus. Ja. Gut, dass sie nicht explodiert ist. So. Hallo? Hier ist nix. Hier ist... hier geht's lang. Da regnet's rein. Hey, yeah. Nicht mit mir. Zumindest nicht so schnell. So, was wolltest du denn hier? Du wolltest hier eine Waff-Pump-Action-Shotgun aus dem Schrank holen. Wieso hat er eigentlich? Das sieht ja hier nur verdächtig nach einem Amüsier-Etablissement aus, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Lady Amelia, Marquis Valentine asks for an audience. Thank you, Lawrence. My lady. My lord. Hier ist eine Spritze, die wollen wir nicht. Of Lords and Ladies, brought to you in part by Acer Corporation. Hey, yeah. My lady. My lord. My lady, there is a matter of great importance I must bring to your attention. Die müssen alle weg, hab ich gehört. Ah, das wird schwierig. My lord, you should not speak so. Reicht auch. My lord, no. I Keine forbid you. This Painkiller cannot be. This must not be. But why, my Mehr love? Why? My übrig. lord, it is too dreadful. Do not nehmen wir force das me wieder to speak the words. My lady, I beg of you, I must know. I would rather die than... Yes. V-head junkies could go off without a warning. I had to be careful. My lord, I am. My lord, I am your long lost. So, das tut mir jetzt leid. Aber ehe du mir in den Rücken fällst, in der Hoffnung, dass er vielleicht nur, sag schon, bewusstlos ist. It's Payne. Alter Schwede. Hinter der Tür. Ja. Ich stehe hier so rum. Ich stehe am liebsten hinter Türen rum und warte darauf, dass Polizisten kommen. Das ist mein Hobby. Und weil das so nett war, legen wir dir hier auch keine Painkiller hin. Ja. Wichser. Ich sag ja, das Spiel ist schwer.
3 Schuss mit der Schrotflinte, um eine Tür zu öffnen. Ich glaube, das ist mein neuer persönlicher Rekord. Oh, careful. Meine Fresse. Oh, wie viele wohnen denn hier? Ich, der Meisterschütze, ich krieg das nicht immer besonders gut hin. Ah, Painkiller sind auch wieder Mangelware. Was ist denn hier los? Bitte, Painkiller, bitte. Ja. Hervorragend. So, jetzt geht's mir gleich viel besser. Was soll ich mir denn hier angucken? Tonight, the city's fight against the nightmare drug Valkyr took a turn for the worse, as DEA Special Agent Alex Balder was found brutally slain at the Roscoe Street subway station. A suspect was seen leaving the site only moments after the shots had been fired, and the NYPD is currently in pursuit of Max Payne, a repeated felon believed to be armed and extremely dangerous. And now the weather. The worst winter storm in recorded history continues to pound the city. Hervorragend. Ich werde natürlich, oder wir, oder Max, einer von uns wird verantwortlich gemacht für dieses, für den Tod von dem Herrn. So. Schrei doch noch ein bisschen lauter rum. Okay, jetzt gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Ja, war ja klar. Die Tür ist zu. Und hier gibt es gleich wieder das Gesicht bestimmt. Ich sag's ja, die halten, ich bin schon wieder so ruhig. Es tut mir leid, ich muss mich so konzentrieren. Vielleicht war es doch nicht die beste Idee, das Spiel zu spielen. Also doch, war es schon. Alles super. Aber ja, ich muss mich so doll konzentrieren. I found Muerte's room. Ah. Muerte had received a letter. Das ist aber nett. Hier schon wieder jemand? Nee, hoffentlich diesmal nicht. Ein Brief. Our investigation had turned up nothing to link Angelo Punchinello, the head of the Punchinello family, to Valkyr. All tracks had ended with Jack Lupino. The letter in Muerte's room was signed by the Don himself. It was the first hint that the Kingpin knew what was brewing inside his syndicate. The trouble you got into after the Chicago screw-up. The Punchinello family bailed you out. You have been waiting for a chance to pay us back. One of our trusted boys has a monkey the size of King Kong on his back. We need your special skills for backup on a major deal. Collecting evidence had gotten old a few hundred bullets back. I was already so far past the point of no return, I couldn't even remember what it looked like when I had passed it. Ah ja. Das ist also eine ziemlich abgefahrene Situation. Jetzt packen wir mal die Sword of Shotgun los. Nein! Ach, das ist so unfair. Ah, Quickload. Wo war ich denn? Da kriegst du das kalte Kotzen. Piece of crap! Get him! Diesmal machen wir es schlauer. Waren das jetzt alle? Entschuldigung.
Ich versuche ja mehr zu erzählen. Es ist nur nicht so einfach. Du bist tot. Wir waren irgendwo Painkillers. Ach, hier, im Schrank. Dann können wir gleich mal nochmal speichern. Weil das war ja eine ganz schöne Superaktion von mir mit der Granate. Das hatte ich ja jetzt überhaupt nicht. Jetzt wissen wir schon, was da steht. Das ist ja kein Rollenspiel hier, dass ich da eine Stunde... So... Fragt man sich, ob die auch unendlich stark werden, nur weil die hier so ein Bullshit nehmen. Ach, immer. Es ist unfassbar. Und tot. Oh, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Und Quickload. Diesmal sind wir immerhin schon hier. Ich könnte im Kreis kotzen, oder wie man das nennen möchte. So, Freund. Okay, ein Kopfschuss ist anscheinend in Ordnung. Und nochmal, weil es so lustig war. Hihihi. Hihihi. Ja, ja. Wie lange wollt ihr eigentlich noch schreien? Das ist dunkel hier. Vor allen Dingen absolut nicht wahr, wie viel die aushalten. Das war der letzte. Zumindest von denen. Ich habe auch schon wieder keine Painkiller mehr, bin halb tot. I found Muerte's room. Ja, ja, hier, schieß vorbei. Danke, Painkiller. Die Schrotflinte auch einfach nur zum Muerte received a letter. Hey, ich weiß, dass er ein Letter bekommen hat. Alter, ich weiß, dass du dort bist. Zum Glück ist er jetzt wenigstens tot. Das wäre es jetzt noch gewesen. Hallo, ich habe das Skript noch nicht ausgelöst. Ich kann jetzt noch nicht sterben. Ich weiß gar nicht, wie ich lang muss. So. Von hier bin ich gekommen. Hä? Max Payne, der Rätselsimulator. Painkillers, Painkillers. So. Ah. Damit rechnet man heutzutage gar nicht mehr. In Tagen von Call of Duty, da wird einem doch alles vorgekaut, wie es zu funktionieren hat. Wo muss ich denn hin? I didn't want to know what had happened here. It was not a pretty sight. Ja, Buffy war hier, falls noch jemand Buffy kennt. Das ist auch aus der Zeit. Wurde damals als großer riesen Easter Egg, ich habe das ganz vergessen, dass das hier war, aber ist ja noch umso besser für mich, als riesen Easter Egg behandelt. Aber ich dachte, ich muss hier vielleicht irgendwie runter? Anscheinend nicht. Es kann natürlich auch sein, dass es... Nein. Ich werde hier wohl kaum runterspringen müssen.
werde es auch gar nicht erst probieren. Es muss einen anderen Weg geben. Kommt der Fahrstuhl? Kein Fahrstuhl. Did you hear something? Nah, take it easy. Ich habe auch nichts gehört. Meine Fresse. Und schnell speichern. Ach, hier. Sind ja aus der Tür gekommen. Wie praktisch. Au. Oh. Das war sehr intelligent. Ich möchte Applaus dafür. So, jetzt. Told you. God damn! I thought it was a bomb for sure. Nah, the Russian wouldn't dare. This has been waiting to happen. I thought it was a bomb. Ja, ich habe auch... Er hat gedacht, das ist eine Bombe. Ich habe meinen Molotow-Cocktail verschwendet. Fallen wir doch mal runter. Hey! Kopfschuss. Geh bloß weg. Geh bloß weg. Oh, lieber Max, was war das denn für ein Move? Und jetzt hänge ich hier fest? Ja, das ist gut. Ich möchte hier festhängen. Krasse Rückwärtsrolle. Da ist schon dazu. Was soll das denn? Steckt er sich da einfach so? Und für solche wie dich haben wir hier überhaupt keinen Platz. Hallo. The hooker had left her diary on the table. Ich weiß gar nicht, ob ich das lesen will. Ich bin doch... Oh. Okay. Dann lesen wir doch mal das Tagebuch. Wer weiß, was hier aufgefilmt wurde. The diary belonged to a hooker named Candy Dawn. The read would have made a vice cop blush. Had talks with the mystery hag over the phone again. Sent her the latest One-Eyed Alfred tape. As long as the hag keeps paying for the tapes, the old man could come every day for all I care. She had a nice sideline, making secret X-rated flicks of her clients and selling them to the highest bidder. It would get her killed if her V-fix for the day didn't do it first. Raffiniertes Mädchen, möchte ich mal fast behaupten. Ja. So. Wir machen nochmal den. Tim, go get him. No, wait, you go get him. You go and get him. Ihr habt's alle nicht geschafft. Luschis. Jo, ein Fahrstuhl. Und in diesem Fahrstuhl beende ich die Folge und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Ich weiß noch nicht, ob es klappt. Ich weiß nie, ob es klappt. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Habe die Ehre. Bye bye. Goodbye und so weiter.